So sieht mein Bratapfel-Tiramisu im Glas aus. Cremig, aromatisch und perfekt für Weihnachten. Heute zeige ich dir 3 Arten, wie man Karamell macht, wie du daraus die perfekte Bratapfelmasse kochst und wie du ein echtes Mascarpone-Tiramisu ohne Alkohol schichtest, gelingsicher, ohne Backen und voller Profi-Tricks. Die genauen Zutaten und Mengen findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. So habe ich es in der Kochausbildung gelernt. Zucker gleichmäßig in der Pfanne verteilen, mittlere Hitze. Nach ein paar Minuten schmilzt er, jetzt bitte nicht wild rühren. Nur wenn alles verschmolzen ist, darf man in kleinen Kreisen mit einem Holzlöffel rühren. Profi-Tipp: kein Thermometer, das stresst zu sehr. Du merkst es am Geruch, an der Farbe. Bevor es zu dunkel wird, also es verbrennt, Hitze aus und die Resthitze arbeiten lassen. Jetzt Mandelblättchen rein, einmal umrühren, auf leicht angefeuchtetes Backpapier ausstreichen, abkühlen lassen. Fertig ist knackiges Mandel-Karamell-Krokant. Viele Köche empfehlen die Variante mit Wasser, 100 Gramm Zucker, 100 Milliliter Wasser aufkochen lassen, das Wasser verkocht und am Ende bleibt wieder Zucker übrig, der karamellisiert. Nachteil: es dauert länger, am Ende arbeitest du trotzdem wie in der Methode 1. Ich persönlich finde, wer es drauf hat, nimmt gleich die erste Methode. Profi-Tipp zum Aufräumen: einfach Wasser in die heiße Pfanne geben, aufkochen, alle Reste lösen sich von allein, die Pfanne wird wieder sauber. Hier wollen wir keine Knusperstücke, sondern eine Karamellsoße. Zucker schmelzen, goldbraun werden lassen, dann schnell mit Apfelsaft ablöschen. Durch den kalten Apfelsaft klumpt die Zuckermasse, keine Sorge, einfach warten, bis die Hitze es wieder löst. Jetzt kommen Vanille, Zimt, Sterneanis, Nelken dazu. Das Vanillemark habe ich beiseite gelegt für die Creme. Danach die Apfelstücke, am besten Boskop oder andere säuerliche Äpfel verwenden. (20 Minuten) köcheln, bis die Äpfel weich, aber noch mit Biss sind. Kurz vor Schluss Cranberries oder Rosinen dazu, plus Zitronenabrieb und Saft. Gewürze rausfischen, abkühlen lassen und so sieht unsere fertige Bratapfelmasse aus. Glänzend, duftend, weihnachtlich. Jetzt machen wir die Tiramisu-Creme und zwar so, wie es sich gehört. Zuerst Creme fraiche in die Schüssel, dann den Zucker einrühren, bis er sich auflöst. Optional:
Wer es klassisch italienisch mag, kann Eigelb verwenden, roh oder überm Wasserbad erhitzt, wie in dem oben eingeblendeten Video. Als nächstes das Mark einer Vanilleschote dazugeben. Die Schote habe ich bereits mit den Äpfeln verarbeitet. Und zum Schluss die Mascarpone. Kurz cremig rühren, nicht überschlagen. Das Ergebnis ist keine luftig-sahnige Masse, sondern eine cremige Mascarpone-Creme, so wie in Italien. Und falls du italienische Küche liebst, auf meinem Streetfood-Kanal nehme ich dich bald mit auf eine Food-Tour durch Italien. Abonniere also meinen oben eingeblendeten Streetfood-Kanal. Jetzt geht's ans Schichten. Zerbröselte Spekulatius oder Löffelbiskuits unten im Glas. Ganz kurz mit Apfelsaft verfeinern, nicht zu matschig werden lassen. Eine Schicht Mascarpone-Creme, dann Bratapfelmasse, gleichmäßig verteilen. Wieder Creme. Optional bei größeren Gläsern eine zweite dünne Keksschicht, abschließend Creme bis knapp unter den Rand. Obendrauf kannst du Kakao stäuben, Spekulatius, Krümel oder unser Mandelkrokant aus der Methode 1. Die Gläser abdecken und mindestens 2 bis 3 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank stellen. So verbinden sich die Schichten perfekt. Bist du Team Spekulatius oder Team Löffelbiskuits? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn dir das Rezept gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und klick dich in meine Weihnachtsplaylist, dort gibt es noch mehr gelingensichere Dessertideen.